Heute erfahrt ihr, ob es wirklich sinnvoll ist, Backmalz zu verwenden und welche Auswirkungen es auf ein Brötchen haben kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Hallo, hier ist Emma Magians. Heute zeige ich euch, ob es sinnvoll ist, Backmalz zu verwenden oder nicht. Wenn euch dieses Video gefällt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wird, denn nur hier erfahrt ihr alles rund um das Hefewasser und wie man das leicht und locker in den Alltag integrieren kann. Hier in den beiden Schüsseln habe ich zweimal den identischen Teig, einmal ohne Backmalz und hier einmal mit 30 Gramm Backmalz. Wenn euch das Rezept interessiert, lasst es mich in den Kommentaren wissen, dann zeige ich euch das. Dieses Brötchenrezept ist nämlich ohne Vorteig. Das Ganze habe ich so Nachmittag gemacht und am Abend sah es dann schon mal so aus. Also es ist gut schon hochgegangen, das war mir aber noch nicht eindeutig genug und deswegen habe ich nochmal die Nacht abgewartet und geschaut, was macht es denn. Man kann tatsächlich erkennen, die sind zwar fast identisch hochgegangen, aber der Teig mit Backmalz ist noch ein wenig voluminöser. Also da ist noch ein bisschen mehr passiert, während der ohne Backmalz der Teig hier rechts schon fast wieder am Einfallen ist. Also das macht hier jetzt schon mal beim Aufgehen einen großen Unterschied. Gerade wenn ihr eine große Menge habt. So sieht das Ganze aus. Ich mache die Brötchen jetzt ganz normal fertig und zeige euch das einmal hier. Identische Brötchen, ich habe die wirklich abgemessen dieses Mal, kein Tortenprinzip, und habe 80 Gramm Brötchen gemacht und sie auf ein Backblech gelegt, nochmal eine halbe Stunde ruhen lassen und dann mit Wasser besprechen. Und ihr könnt hier links sehen, 6 mit Backmalz und rechts 6 ohne. Hier kann man auch schon tatsächlich erkennen, die links mit Backmalz sind ein bisschen gewölbter. Ich hoffe, die Kamerastellung ist da gut für euch. Und das Ganze schneide ich jetzt ein. Das ist wie bei den normalen Sonntagsbrötchen, da verlinke ich euch oben nochmal das Rezept. Und da gibt es ja auch noch die Dinkelbrötchen, sind genau die gleichen, halt nur mit Dinkelmehl gemacht, verlinke ich euch natürlich auch nochmal. Und die beiden Rezepte sind aber mit Vorteig. Dieses hier, was ich jetzt verwendet habe, ist ein bisschen einfacher und leichter und kommt ohne Vorteig aus. Und ihr seht, wenn es mal schwerer ist, die Brötchen durchzuschneiden, könnt ihr die mit dem Messer auch einfach eindrücken. Das Ganze habe ich dann im vorgeheizten Ofen gegeben bei Ober- und Unterhitze. Das ist dabei rausgekommen. Und jetzt könnte man sagen, naja, die rechts sind halt einfach nur ein bisschen dunkler, gut, ist vielleicht eine subjektive Geschmacksäußerung, aber nein, tatsächlich, ich hatte 20 helle und 20 mit Backmalz. Es ist wirklich ein gravierender Unterschied und sogar geschmacklich. Also, ich habe beide probiert und sie sind lecker, keine Frage, auch die ohne Backmalz. Aber ich finde, die ohne Backmalz, da schmeckt man gleich raus, naja, so selbstgemachte Brötchen halt. Und die rechts mit Backmalz, also das, was ich jetzt aufschneide, von der Porung, wie gesagt, tupfen gleich, ganz identisch, aber geschmacklich macht das viel mehr aus. Also die sind krosser, die wölben sich mehr, also ich finde vom Volumen her sind die schöner, die sehen brötchenmäßiger aus, wenn man so sagen möchte. Und ich fand die geschmacklich auch besser. Aber ich bin gespannt, testet es mal selber aus. Das Video zu dem Backmalz verlinke ich euch hier mit nochmal ein paar anderen leckeren Rezepten. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie es euch gelingt. Oder habt ihr überhaupt schon mal mit Backmalz gebacken? Ich wünsche euch viel Spaß. Eure Emma.